Heute müssen wir schnell machen. Ich habe gerade für euch die Klimaanlage ausgemacht, damit ihr mich überhaupt hören könnt. Und es ist echt viel zu warm. Ansonsten gibt's richtig heiße News zu neuen Achterbahnen in Mitteleuropa. Und Voltron Nevera aus dem Europapark bekommt quasi ein kleines Geschwisterchen mit dem nächsten Striker Coaster. Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen News-Video meinerseits. Und ihr kennt es, vorneweg vielen lieben Dank an Aufwind Rides für den Support dieses Videos, die das ganze Video hier sponsern. Fahrgeschäfte, Dark Rides und ähnliches, made in Germany, komplett schlüsselfertig, von der Idee übers Konzept bis zur Umsetzung und dem fertigen Ride samt Thematisierung. Haben wir euch auch für wenige Stunden ein Video vor kurzem gezeigt aus dem Freizeitland Geiselwind, das wieder verschwunden ist. Und das liegt daran, dass es in der Kommunikation gewaltige Probleme gab. Zum Glück nicht auf unserer Seite. Und es wird sich noch rausstellen, was davon euch noch gezeigt werden kann, wenn die offizielle Eröffnung war und das Soft Opening, was gerade läuft, durch ist. Mehr dazu dann demnächst. Es liegt nicht in unseren Händen, was wir euch da noch zeigen können, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Und die es gesehen haben, sind unglaublich begeistert gewesen, also Aufwind dreht richtig auf und mehr dazu vielleicht demnächst hier auf dem Kanal oder auf der Website von Aufwind Rides, die ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Noch einmal gibt es jetzt in diesem Video einen kleinen Rückblick auf ein Thema vor 2 News-Videos bereits, und zwar das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Das ist ja unglaublich witzig, man weist nur darauf hin, dass einem aufgefallen ist, dass es mehrere Beiträge gab, die nicht gesetzeskonform waren und ja, die Welt brennt. Und daraufhin gab es ja dann auch Reaktionen in Form von richtigen Stellenanzeigen, die diverse Schausteller geschaltet haben in Deutschland. Und inzwischen sind wir jetzt aber so weit, dass absichtlich auf provozierende Art und Weise weitere Stellenanzeigen gepostet werden oder auch Aufsteller aufgestellt werden, wo es absichtlich falsch gemacht wird und gegen das Gesetz verstößt. Mir ist das egal. Eure Mitbewerber können euch da richtig einen Strick draus drehen. Und es ist auch vielleicht ein bisschen kindisch, das dann absichtlich falsch zu machen, weil man das Gesetz total doof findet. Ich erspare euch jetzt hier im Video aber die weiteren eher nicht so schönen KI-Bildchen, die dafür erstellt wurden, um das dann auch zu promoten. Aber spannend, wenn man nur darauf hinweist, dass da halt ein massiver Fehler ist, dass da Leute sich wirklich persönlich angegriffen fühlen. Ich weiß nicht, wie gleichgestellt das dann wieder ist. Aber es ist ja in Deutschland alles nur noch so ein Trauerspiel. Und deswegen kommen wir zum Wetter in Deutschland. Ich habe es ja gerade schon angesprochen und das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber nicht, weil es ja so schlimm und böse ist. Der Deutsche ist ja eh sehr wetterfühlig und geht dann auch nicht in Freizeitparks, wenn es warm ist, wenn es kalt ist oder wenn es zu nass ist. Nur wenn es perfekt ist, aber dann ist die Zeit eigentlich, um was zu Hause zu machen. Aber es gibt auch Parks, die jetzt ziemlich cool reagiert haben. Und das Fortfahren Abenteuerland hat wirklich marketingmäßig einen richtig geilen Wurf geschaffen und hat einfach mal eine kleine Deutschland-Wetterkarte mit den ein oder anderen für uns Freizeitpark-begeisterten bekannten Städten und Orten gepostet. Und das Fortfahren Abenteuerland ist quasi so im Einzugsgebiet der kühlste Freizeitpark, den man jetzt am Wochenende besuchen kann. Und wenn ihr diese Städte nicht kennt, es gibt ja auch bei uns im Shop Städte-T-Shirts, nicht unbedingt zu all diesen Städten, aber zu anderen und ähnlichen und auch zu Städten, wo Achterbahnhersteller sitzen. Und wir haben jetzt vor kurzem, diese Woche sogar, noch ein paar neue Designs veröffentlicht. Checkt das mal gerne aus bei redreview-shop.de und Daumen hoch auf jeden Fall fürs Fortfahren Abenteuerland und einen richtig coolen Marketing-Move und einer richtig coolen Idee, dieses Wetter auszunutzen, um selber seinen eigenen Park zu promoten. Und natürlich auch Schulterklopfen an mich selber, dass ich das jetzt auch noch nutze, um unseren Shop nochmal zu promoten. Ist das nicht grandios? Aber es gibt auch natürlich negative Auswirkungen bei diesen hohen Temperaturen. Und unter anderem der Parc Saint-Paul in Frankreich hatte am 23., 24. und 25. Juni geschlossen, weil es halt bis zu 38 Grad geworden sind oder werden sollten, um seine Gäste und Mitarbeiter zu schützen. Und ich glaube, dass man bei den Temperaturen unter der Woche das auch getrost machen kann, ohne jetzt große Umsatzeinbußen einzufahren und ja, die Mitarbeiter zu schützen, und dann kann man am Wochenende vielleicht nochmal einen Versuch wagen, den Park zu betreiben. Ganz anderes Thema, Vegan Slides. Die machen zwar auch Wasserrutschen, was natürlich zum Abkühlen eine tolle Idee wäre, aber die haben auch das Coaster Kart im Angebot, beziehungsweise Vegan Slides hat das Coaster Kart und Vegan Rides hat die Wasserrutschen.
Frag mich nicht. Das neue Coaster Kart, was jetzt eröffnet wurde, hat weltweit die längste Strecke mit 2000 Metern Streckenlänge. Und es geht hoch entlang eines bewaldeten Berges vom Yonglong-See zu einem Aussichtspunkt, das über 2 Ebenen mit 40 Fahrzeugen, wo individuell die Geschwindigkeit gesteuert werden kann. Um das auch zu fahren, müsst ihr aber nach Zhonghu in China. Man weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Wenn ihr wissen wollt, wie schlecht ich chinesische Orte ausspreche, müsst ihr unsere Vlogreihe der 360-Grad-Tour auf jeden Fall gucken. Da waren wir auch einige Tage in China und die komplette Vlog-Serie ist auch bereits online. Aber coole, spannende Neuheit von Wiegand und 2000 Meter, also echt 2 Kilometer Coaster Kart ist schon sehr crazy. Man kann mit dem Konzept vielleicht sogar Falcons Flight irgendwann in der Länge schlagen. Grönerlund bekommt 2027 einen neuen 19 Millionen Euro teuren interaktiven Dark Ride. Das ist eine richtig crazy Ankündigung. Grönerlund ist sowieso ein crazy Freizeitpark mitten im Herzen von Stockholm in Schweden. Hat super coole Achterbahn, ist komplett ineinander verschachtelt und verschlungen. Und jetzt kommt ein neuer Dark Ride auf 700 Quadratmetern, den man zwischen Twister und Katapults irgendwo reinquetschen wird. Das Design des Ganzen ist von Your Vision. Wer das Ride-System bauen wird erst auf der IAAPA Expo Europe im September diesen Jahres bekannt gegeben. Aber es sieht auf den Artworks aus wie ein Trackless Dark Ride-System mit Laserblastern und es gibt auch eine große Story, über die wir dann auch sprechen, wenn es soweit ist, um euch diesen Ride näher zu bringen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal die große Neuheit für Grönerlund im Jahr 2027. Und eine richtig coole Neuheit 2027, über die wir auch im letzten Video oder einen der letzten Videos schon gesprochen haben, ist Supersonic. Und das ist die neue Achterbahn im Nikloland, wo bereits der Bau begonnen hat und wo auch schon klar war, dass das Ganze von Mack Rides kommt. Und diese Achterbahn ist ein Striker Coaster, der zweite Striker Coaster von Mack Rides, denn wir haben hier einen Zug, der gelauncht wird. Das sind die Attribute eines Striker Coasters und der wird hier nicht nur einmal gelauncht, sondern es gibt 3 Launches, 2 Spikes, es gibt außerdem noch 3 Inversionen, 2 Züge und ein Layout, was sehr spannend aussieht und eine Bahn, die vor- und rückwärts fährt und 2 individuelle Fahrelemente auch mit drin hat. Da werden wir im Detail drüber sprechen, wenn das Ganze soweit ist. Aber das sieht schon mal ziemlich cool aus. Also das Layout ist sehr vielversprechend und der Zug sieht auch richtig stark aus. Richtig cooles Design und Nikloland ein richtig cooler Park mit sehr coolen Attraktionen, der auch ja schon immer sehr inspiriert vom Europapark ist und es sehr viele Parallelen auf jeden Fall dort gibt. Und mit Supersonic kommt da eine richtig starke Neuheit, die wir uns nächstes Jahr auf jeden Fall anschauen müssen. Irgendwo müssen wir aber auch einen Schlenker nach Italien mit reinbekommen, und zwar zum Magic Land, was 2027 eine neue Achterbahn bekommt, und zwar eine Holzachterbahn von Martin & Fleming zusammen mit der Gravity Corporation. Und eine neue Holzachterbahn überhaupt ist schon crazy und dann in Italien ist sehr ungewöhnlich und da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich habe in einem der letzten Videos auch gesagt, dass wir in Europa gar nicht so viel Holzachterbahnen haben, was wurde vehementiert und das wäre nicht so, wir haben voll viele, sehe ich nicht so, wir haben gar nicht so viele und es ist auch egal, weil jede weitere neue Holzachterbahn auf jeden Fall cool ist und uns alle weiter nach vorne bringt. Habe ich richtig Bock drauf. Auch in Tschechien, die Holzachterbahn, die wächst auch gerade in die Höhe. Also es bleibt spannend. Kleiner Blick rüber zu Warner Bros. World Yas Island in Abu Dhabi. Und da wollten wir eigentlich dieses Jahr hin. Hätten das, was jetzt neu kommt, euch noch nicht zeigen können, denn das ist erst in gut einem Monat soweit und dann gibt es einen neuen kleinen Ride von Samperla, einen sogenannten Nebulas. Sieht total crazy aus, wenn es fährt, ansonsten ist es so crazy. Und Kryptonite Collider wird dann den Metropolis-Bereich erweitern. Cooles Thema, cooler Ride, cooler Park und aus gegebenen Anlass sind wir Anfang dieses Jahres leider nicht dorthin gefahren. Wenn wir schon bei Warner Bros. Sind, müssen wir mal kurz zum Movie Park Germany. Die feiern am 4. Juli ihr 30-jähriges und wir sind am Start. Wir sind nicht nur vor Ort, sondern auf der Bühne des NYC Plazas wird es das Ride Review Quiz geben, bei dem
ihr teilnehmen könnt und ihr könnt mit uns quizzen und es gibt natürlich auch was zu gewinnen. Also kommt auf jeden Fall rum, seid am Start, entweder nur zum Zuschauen oder zum Mitquizzen. Wir hoffen, dass wir genug Freiwillige finden, die Bock haben, und es geht natürlich nicht um Fragen über Ride Review, sondern Fragen zum Moviepark Germany, und wir haben da ein paar coole Sachen uns ausgedacht und das wird, glaube ich, ziemlich witzig, unterhaltsam. Also Moviepark Germany, 4. Juli, NYC Plaza Bühne, genaue Uhrzeit weiß ich nicht. Wird ein geiler Tag, kommt rum, und danach gibt es ja auch die große Parade, die neu ist und so weiter und so fort. Also ja, 30 Jahre feiert man auf jeden Fall ordentlich. Wir sind dabei, ihr hoffentlich auch. Und jetzt kann keiner sagen, ich hätte nichts gesagt. Auch wieder ganz anderes Thema, das Technikmuseum in Speyer. Da haben wir auch schon Videos zu gemacht, nicht nur zu dem, sondern auch zu den in Sinzheim. Aber es gibt aktuell eine reelle Chance dazu, dass ein neues Flugzeug ins Technikmuseum Speyer kommt, und es ist nichts anderes als eine A300-600 ST Beluga. Richtig crazy, von diesem Flugzeug wurden nur 5 gebaut, 2 davon werden dann nächstes Jahr wohl ausgemustert, und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass einer davon nach Speyer kommt, aber da ist jetzt auch noch nichts fest. Die verschiedensten Teams prüfen gerade, ob man überhaupt das Flugzeug dort hinbekommt, weil das ist ein Technikmuseum und kein Flughafen, und da führen normale Straßen hin, und wir reden hier von einem gigantischen Frachtflugzeug. Zum anderen muss aber auch geprüft werden, wenn man das schon dahin bekommt, wo stellt man sich das denn jetzt im Museum hin? Den Platz muss man auch erstmal haben. Checkt gerne die Videos, wenn ihr das nämlich schon mal gesehen habt, wisst ihr, die stapeln die auch gerne, die Flugzeuge, oder stellen sie besser auf großen Pfählen auf, und das sieht dann noch viel verrückter und krasser aus. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese beiden Museen mal zu besuchen. Flugzeuge wollen hoch hinaus, da kommen wir natürlich zum Skyline Park, und der Ride Looping Oasis ist von SBF Visa vor kurzem erst, also schon ein paar Tage da, aber in den Park gekommen und jetzt innerhalb des Parks umgezogen. Da hat sich natürlich der Chef Aki Löwenthal nicht nehmen lassen, selber im Kran zu sitzen. Irgendeiner muss ihm sagen, er ist nicht mehr auf der Reise, er hat jetzt einen festen stationären Park, aber laut Marketing hat es auch einen guten Grund, warum der Ride versetzt wurde. Den hält man aber noch geheim, aber das ist erstmal so der Cliffhanger vom Skyline Park. Wir werden euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Um das mitzubekommen und uns zu unterstützen, ist ein Abo hier auf dem Kanal super gern gesehen. Kostet euch nichts, hilft uns aber ungemein weiter, und wir können langsam mal so Richtung 100.000 gucken, wenn so gute 5.000 noch fehlen. Ist das ja irgendwo da hinten ganz, ganz klein, wenn ihr Gas gebt. Bis dahin habe ich aber noch ein paar Randnotizen, Fundstück der Woche quasi. Und zwar Harry Potter, das Theaterstück, das haben wir auch in einem Video mal hier vorgestellt. Das haben wir in Hamburg noch als Zweiteiler gesehen. Und wir gucken ja hier auf dem Kanal auch gerne mal hinter die Kulissen, wie irgendwelche Sachen funktionieren. Und unter anderem gibt es ja Zauberstäbe, die zaubern auf der Bühne, und da kommen dann tatsächlich quasi Flammen raus, und die kommt natürlich nicht aus den Stäben, sondern von Flamejets hinter verschiedensten Dekoteilen. Und die Firma Lumious Show Technology bringt quasi jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle. Die haben nämlich ein Liquid Flame System, was 5 bis 9 Meter lange Flammen aussprühen kann, und dann mit diesem System in jedem Winkel, den man sich vorstellen kann. Und so sieht es dann, wenn natürlich richtig gespielt wird auf der Bühne, an der richtigen Position, der richtige Flame kommt, mit der richtigen Handbewegung, ist so aus, als ob wirklich Flammen aus den Zauberstäben kommen. Und das Spannende ist auch, dieses System ist super klein und kann mit verfahren werden bei verschiedensten Dekoteilen, Bühnenelementen, was natürlich auch wichtig ist, dass das auch so funktioniert. Und wir haben, wie gesagt, hier ein paar Bildchen mit einem coolen Einblick, wo man das mal sehen kann, finde ich total spannend und interessant. Außerdem gab es vor Ewigkeiten mal eine Community-Frage, und zwar, was denn weltweit die schnellste Inversion ist. Da habe ich keine Antwort drauf gehabt und weiß auch nicht, wie man wirklich valide die Informationen checken kann, dass man auch wirklich das vergleichen kann, und das von sämtlichen Bahnen. Aber The Coaster Scoop hat das scheinbar hinbekommen. Ich kann es nicht nachprüfen, und behaupten zumindest, dass die schnellste Inversion bei Beyond the Cloud durchfahren wird, und das mit 129 km/h Spitzengeschwindigkeit. Und das ist auf jeden Fall einiges. Beyond the Cloud ist eine Achterbahn, da gibt es auch hier ein Review zu. Die sind wir nämlich auch schon gefahren im
Der Parkname ist auch so geil. Sunshu Amusement Land Forest World. Und diese Bahn hat 2022 eröffnet, wurde von Muck Rides gebaut, ein LSM Launch Coaster, der richtig cool ist, auf einem crazy kleinen Footprint, und der soll laut der Coasters Group auf jeden Fall die schnellst durchfahrene Inversion bei einer Achterbahn haben mit 129 km/h. Ich weiß, hier gucken einige der Ingenieure und Achterbahndesigner auch zu. Wenn ihr eine schnellere gebaut habt, lasst es mich gerne anonym wissen, dann werden wir das in einem der nächsten Videos auch klarstellen. Und ansonsten zum Ende noch was in eigener Sache. Ich habe ein wenig aussortiert und Kameras aussortiert, und ich packe euch einen Link zu Vinted unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr noch eine große Kamera oder vor allem einige Action-Cams sucht für euren nächsten Sommerurlaub. Und Girls, es wird wieder kälter. Uschi hat einige ihrer Spirit-Jerseys und einige ihrer Kleider aussortiert, die nicht mehr passen. Da könnt ihr auch mal ein bisschen mitstöbern. Das ist alles auf der gleichen Seite. Das war's dann auch an dieser Stelle. Und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr zum neuen Video wieder hier. Und jetzt noch gutes Schwitzen. Bis morgen.